mal mein Zelt aufgestellt in diesem ganzen Gras. War gerade noch mal im Meer, was nicht so cool war, weil es ja gar nicht runtergeht und da überall Steine sind. Da hocken ein paar Kormorane. Ich esse jetzt noch von gestern zu Ende und gehe dann zur Straße nach Marko Trnovo. Das ist eine Stadt 5 Kilometer vor der türkischen Grenze. Okay, bin jetzt noch mit dem Bus zur Straße gefahren, weil der da gerade stand und ich noch 2,20 Lever Guthaben hatte. Hier kann man Paintball spielen. Und da ist Marko Trnovo, wo ich hin muss. Komischerweise nicht in Kyrillisch. Okay, mein Spot. Es geht direkt 50 Kilometer in Richtung Türkei. Okay, ich bin jetzt in Sesset. Die Frau, die mich mitgenommen hat, hat für mich nach einer Büroklammer gefragt in einem Café, damit ich auch gleich meine SIM-Karten wechseln kann in der Türkei. Mein neuer Spot. Ich bin in Marko Trnovo. Da ist schon das erste Schild nach Istanbul. Die Richtung. Ich bin hier übrigens im Stranja Nationalpark. Und Stranja ist ein bis zu 1000 Meter hohes Gebirge. Ja, das hier die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei markiert. Ja, es sind jetzt noch 7-8 Kilometer bis zur Grenze. Ja, und ich werde jetzt anfangen, das zu laufen. Und immer wenn ein Auto hinter mir erscheint, werde ich mich so umdrehen und den Daumen raushalten. Ja, mal gucken, wann ich da bin. Vielleicht sollte ich zur Grenze reiten. Okay, das ist die Grenze. Bulgarische Seite. Okay, erster Posten hat mich einfach durchgewunken. Turcia, da. Okay, go. Okay. Das war auch noch bulgarische Kontrolle. Und jetzt kommt die türkische. Okay, die Türken haben das auch. Also die Bulgaren, wenn man nach Bulgarien reinkommt. Das hat, glaube ich, mit der Schweinegrippe zu tun. Hier hängen auch überall Schilder, dass man das vermeiden sollte. Wir wünschen Ihnen angenehme Reise. Der Asphalt ist auch ganz weich geworden durch das ganze Desinfektionsmittel. Und da hinten stand auch was von Disinfection Fee. Also ist das Desinfektion gegen die Schweinegrippe. Hier ist noch eine alte Scannanlage. Und ich bin schon hinter der türkischen Grenze. Habe jetzt auch meine SIM-Karte gewechselt. Eine von iYildiz. Die habe ich von einem afghanischen Händler bekommen. Links neben dem Subway in Hennef auf der Frankfurter Straße, kann ich nur empfehlen. Hat ja mein Fahrlehrer Göksel mir empfohlen. Ja, 25 € für 8 GB in 30 Tagen. War doch unerwartet was anderes. Ich wollte eigentlich die XL-Flat buchen. Die kostet 24,99 €, aber ich habe nur 24,85 € drauf. Und der im Laden meinte, 25 € wären auf der Karte. Das hätte ich vorher mal checken müssen. Aber jetzt habe ich statt 8 4 GB, das reicht auch. Istanbul 260 Kilometer und Kirklareli 41. Da 10 Kilometer dahinter ist die Autobahnauffahrt. In die nächste Stadt, Dedeköy, sind es jetzt 10 Kilometer.
Aber ich werde genauso verfahren wie zur Grenze hin. Ich werde einfach anfangen zu laufen. Und dann bin ich spätestens in 2 Stunden da. Eidechsen werden immer größer. Ich bin jetzt aus Versehen in ein Taxi eingestiegen, aber 10 € nach Kırklareli mache ich. Kırklareli. Erste Stadt in der Türkei. Aber es geht direkt weiter nachher. Noch 12 Sekunden stehen wir. Und hier leuchten sogar die Ampelstangen. So sah das Auto aus, in dem er drin saß. Wer könnte wissen, dass es ein Taxi ist? Ja, aber ungefähr 40 Kilometer für 10 €. Geht ja. Der Muezzin. Da geht's nach Istanbul, Babayeski, da ist die Gişeler Autobahnauffahrt, da muss ich hin. Und Bulgaristan, da komme ich gerade her. Hier werde ich trampen wieder. Mal gucken, wie es läuft. Ganz neues Land, in der Türkei war ich noch gar nicht. Ja, mal gucken. Aber ich habe gehört, die Türken nehmen gerne Leute mit. Okay, es hat mich jetzt Jinayt mitgenommen, aber nicht auf die Autobahn. Weiß nicht, das ist irgendwie nicht so beliebt, die Autobahn hier. Das ist hier die Nebenstraße, ist aber auch zweispurig und auch viel befahren. Ja, da bezahlt man wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich teuer, die Autobahn zu nutzen. Aber ich bin jetzt noch, es gibt jetzt noch 120 Kilometer bis Istanbul. Hat mich der Samet mitgenommen. Ich bin jetzt in der Nähe von Çorlu. Nicht mehr weit bis Istanbul. Er fährt gerade in eine Factory, macht da irgendwas mit irgendwelchen Friends, aber ist in einer halben Stunde wieder hier und fährt dann weiter nach Istanbul. Und ich warte hier auf ihn. Samet war Erasmus-Student in Craiova, Rumänien und war einmal in Constanța, auch mit Zelt und so unterwegs und wollte nach Babadak, eine alte türkische Stadt, und er wollte auch trampen. Er stand aber 6 Stunden da und es hat keiner mitgenommen. Und seit dem Tag hat er sich gesagt, nimmt er, when I have a car, nimmt er alle Hitchhikers, Tramper mit. 100 lira, 200 lira alır, pahalı olur. 50 lira. Şeyden emin değilim ama ya. Bana sevgili WhatsApp. Ja, ich bin jetzt mit Umit und Samet bis nach Istanbul gefahren. Samet hat mir noch von seiner Freundin erzählt. Sie hatte ihn vor nicht allzu langer Zeit mal angerufen und hat gesagt, ja Samet, ich bin atheistisch, ich finde das alles Quatsch mit dem Islam. Und Samet meinte, ja, ich auch. Und dann sind die zusammengekommen, weil die sagen das beide nicht ihren Eltern oder Familien oder auch Freunden nicht, weil ja, die das nicht akzeptieren würden oder weil die das nicht verstehen würden oder so. Und so sind die zusammengekommen. Ach so, und was er noch gesagt, jetzt fühlt er sich, I feel so free now. It's so, ja, ich freue mich für sie einfach. Ich gehe jetzt zur Straßenbahn und fahre ins Zentrum.
um mir ein Hostel, ein Bett zu suchen. Haben jetzt eine Istanbul-Card geholt. Damit kann ich Metro fahren. Und hier werden sogar die Metro-Stations bewacht von Policemen. Ja, auf einmal funktioniert meine Istanbul-Card nicht mehr. Wenn man die da auflegt, wird es rot. Und dann eben der Aufpasser von der Station hat gemeint, 153 anrufen. Ja, da kann man nicht anrufen. Ja, und ja, aber jetzt hat mich der Busfahrer einfach mitfahren lassen. Eine Frau im Bus hat mich vloggen hören. Und sie ist Türkin, aber wohnt in Deutschland und hat mir dann geholfen und hat gesagt, dass das an dem Hash-Code liegt, dass ich nicht die Istanbul-Karte nicht funktioniert. Und der Hash-Code ist ein Code, den man personalisiert zugeschrieben bekommt für das Coronavirus, für die Kontaktnachverfolgung. Ja, und dann habe ich ins Hostel eingecheckt und der Memo, der Rezeptionist, hat mir das dann gefixt. Ja, und jetzt gehe ich erstmal was essen und freue mich, dass ich ein Hostel habe für 2 Nächte. Das ist Kokoreç. Das hatte Samet mir gesagt, dass ich das mal probieren soll. Und das mache ich jetzt. Was er mir noch empfohlen hat, Midye Dolma. Miesmuscheln gefüllt mit irgendwas. Ja. You like it? Das waren jetzt Mohammed und Hassan aus Aleppo. Und Hassan, er hat mich nach einem Kokoreç gefragt. Und dann habe ich den Kokoreç bezahlt. Und dann die sind halt aus Syrien und denen geht es ziemlich scheiße hier, weil, ja, kann man sich ja denken. Und dann hat noch Mohammed für mich gebetet und wollte noch meine Schuhe haben. Aber ich brauche selbst neue Schuhe. Ja, dann hätte ich die mir eigentlich geben können. Ne? Hier geht's zur Hagia Sophia Moschee. Hagia Sophia im Sultan Ahmed Jami. Ein Maiskolben für 5 Lira, 50 Cent. Also diese Rooftop Terrace ist ja mal viel besser als die in Budapest. 3 Kittens und eine Hammeraussicht. Ich habe gerade meine Wäsche vom Waschservice abgeholt. Man stellt die einfach unten hin, bezahlt 80 Lira. Auf eine Bank stellt man die hin und dann muss man die nach 4 Stunden kann man die dann wieder abholen. Auf derselben Bank. Diese Bank. Ich mache jetzt ein bisschen Sightseeing. Ich werde meine Istanbul-Card ausprobieren, ob die wirklich funktioniert. Und dann nach Galata-Turm, Galatasaray, Beşiktaş und den Taksimplatz anschauen. Und heute Abend dann wieder Pubcall. Diesmal mit Partybus gibt's und dann im Club. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das in der Türkei aussieht, das Nightlife. Das ist das Vodafone-Stadion. Hier spielt nachher Beşiktaş gegen Borussia Dortmund. No ticket? No ticket, ja. Why?
Ich habe gerade seine Bürste aufgehoben und als Dankeschön putzte meine Schuhe. Das ist der Taksimplatz. Hier gab es 2013 die Proteste gegen Erdogan. Und da ist die Tourismuspolizei. Der Kollege hat gerade einen Straßenhund angeleint. Ja, und der versucht sich gerade die ganze Zeit loszureißen. Hier mal das Menü eines türkischen Döners. Kömürde Döner, Döner Dürüm, Wrap Döner und Dürüm Kebab ist Wrap Kebab. Ein Adana Kebab für 43 Lira. Istiklal Jadesi. Straßenhund. 2,50 Lira. Galata Kulesi. Süleyman Moschee. Yeni Moschee. Beyazıt Moschee. Oh no. Okay, at 5 I euro. don't know. 5 euro. 5 euro? Okay, 5 euro. No. 2 pieces 10 euro. 2 pieces. Please not. No, please not. 100 lira, 2 Please, pieces. I don't want. 50 lira, 1 pieces. Pampas. Give me 2 pieces, 100 lira. 10 euro. 100. No, sorry. Give me. 1 Sorry. minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1, 2. 1 da Coco Chanel. Yeah. 3 pieces. But you have got Chanel, Chanel Blue. Dior. Ah, Dio. nice. 3. 3 pieces. Okay, ich bin im Bazar. Sasa macht besten Angebote. Sasa aus Offenbach. Kein Problem, ich bin hier, Grand Bazar. Ja, was hast du alles? Sag mal. Gefecht, 5 Kaffee, eine gratis. Habe ich T-Shirt, Pullover, Jeanshose, la beste Qualität. Welche Marke willst du das kochen? Prada, Nordfest, habe ich alles, Ja. kein Problem. Ja. Givenchy habe ich mir schon gesaved. Givenchy habe ich 1:1 Gucci. Ja, Gucci probiere ich jetzt noch. Ja, das ist beste Qualität, Bruder. Nach dem Geschäft noch ein Chai. Noch eine Chai. Kapalı Şarkı. Nuri Osmaniye Moschee. Mahmud Pascha Moschee. Neues Ladegerät. Cep Telefonu Powerbank. Charge City. Nice. Und Cola. 70 türkische Lira. Say, you can call my boyfriend up. What's the plan without the plan B? You can meet up